es wird niemals besser. Nicht morgen und nicht gestern. Wir sind in Lieberfrank, ein netter kleiner, wie nennt man das genau? Second-Hand-Laden in Düsseldorf-Derendorf auf der Kolmachstraße. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Düsseldorf ist der Ort, an dem wir uns befinden. Und das beeinflusst uns auf jeden Fall insofern, dass wir hier halt leben, wie du schon sagtest, hier aufstehen und ins Bett gehen und arbeiten und Freunde hier haben. Und, das ist auf jeden Fall ein Einfluss, aber kein gezielter oder kein ja, das ist halt so das ist halt einfach da. Wenn ich jetzt in Köln leben würde oder in irgendeiner anderen Stadt, dann würde ich in andere Läden gehen, dann hätte ich vermutlich auch irgendwie andere Freunde, eine andere Frisur. Und deswegen ist das, also das ist einfach alles so natürlich. Dieser Vergleich mit Kraftwerk ist gut und schlecht. Also wir freuen uns natürlich über die Größe des Vergleichs. So, das ist, wenn eine Rockband sagt, sie seid die neuen Stones oder sowas. Andererseits ist es halt auch so ein bisschen zu reduzierter Begriff. Also ich finde, wir sind einfach ein bisschen weit gefächerter und unsere Musik ist ein bisschen, hat einfach auch noch andere Aspekte als nur dieses strukturierte und glatte, gerade Kraftwerk, Elektronik Sachen. Ich wurde das, vor kurzer Zeit wurde ich das sogar mal, so ungefähr dieselbe Frage wurde mir gestellt, aber in keinem Zusammenhang mit einem Interview, von wegen, ob das jetzt irgendwie mit Kraftwerk. Und ich habe ungefähr genau dasselbe gesagt, weil man weiß einfach, was man sagt mit der Zeit. Und dann meinte die Person zu mir, es ist aber nicht irgendwie cool, überhaupt mit irgendwas verglichen zu werden. Mit verhältnismäßig schäbigen Scheren schneiden sie die ewigen Fäden. Also es ist für mich halt so natürlich in Deutsch zu schreiben und auf Englisch müsste ich mich immer irgendwie in so eine Rolle hineinversetzen und irgendwie würde wahrscheinlich krampfhaft versuchen, irgendwas zu schreiben, was sich jetzt nicht völlig banal anhört oder so. Also ob es wichtig ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich markant wahrscheinlich irgendwie und es ist für mich einfach einfacher. Ich habe halt nicht so den Anspruch an mich jetzt irgendwie so klassische Liedtexte oder klassische Poptexte oder so zu schreiben. Also ich weiß nicht, ob ich dazu überhaupt fähig bin irgendwie, weil ich halt kein Songwriter bin oder kein ausgebildeter Sänger oder sowas. Und mache das deswegen gerne halt so ein bisschen verquer und achte halt so auf die Wortgebilde, die ich da irgendwie niederschreibe. Die Hälfte des Albums ist instrumental. Für mich liegt eigentlich der Fokus auch immer eher noch auf der Musik und von daher ist es sowieso nicht so, und die Texte, die da sind immer relativ kurz und manchmal hat man halt irgendwie ein Stück und ist an einer bestimmten Stelle irgendwie in der Produktion oder was auch immer und denkt halt, ja, jetzt könnte man was mit Stimme machen. Man hört das quasi vorher überlegt man irgendwie so, oder man hat schon irgendwie eine Gesangsmelodie im Kopf oder irgendwie so. Ja genau, das ist so ganz individuell auch einfach. Ne? Das kennst du bestimmt auch. Du hörst ein Lied und denkst, boah, irgendwie, und dann fängt die Frau an zu singen und dann denkst du, scheiße. Wir haben zum Beispiel auch bei Hydravion das ist ganz witzig, weil er hat da einen Text zugeschrieben und das Lied ist ja sowieso schon sehr Kraftwerk-esque oder sehr kraftwerkmäßig. Und das war auch uns bewusst und wir haben das extra so gemacht auch und wir fanden es toll, finden es immer noch toll und dann haben wir letztens, als wir das geprobt haben und in dieser File am Computer noch waren und haben gesehen, da gibt es ja noch so einen Text und haben den wieder angemacht und haben uns dann irgendwie total gefreut, so, das waren halt irgendwelche Vocal-Aufnahmen, die es halt nicht auf die Platte geschafft haben.
wir uns dann aber jetzt dazu entschlossen haben, das vielleicht auch mal live zu machen, einfach so. Wir fallen in der Gunst, chauffier mich talwärts durch die Luft. Papier. Wir fallen in der Gunst, chauffier mich talwärts durch die Luft. Also im Groben sind wir recht flächendeckend in Deutschland so unterwegs. Und noch einmal in Belgien und in Luxemburg. Das sind so Sachen wie Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, Dresden, eigentlich alles dabei. Und dann spielen wir noch ein paar Festivals im Sommer und dann geht's nochmal auf Tour im September oder Oktober. Wir sind jetzt gerade ja noch immer mit den Proben beschäftigt. So. Ist halt wichtig, die Platte live überzeugend umzusetzen oder rüberzubringen. Und wir haben halt bei der Komposition nicht unbedingt darauf geachtet oder an die Live-Umsetzung gedacht. So. Und da sind halt manchmal 3, 4 Keyboard-Melodien übereinander, die wir dann jetzt so adaptiert haben auf Gitarre oder umgekehrt. Und muss halt einfach mal schauen, dass man aber schon alles hat, was man auf der Platte hat. So. Ja. Also es wird insgesamt natürlich ein bisschen anders klingen, aber wir wollen halt auch, also wir haben so den Anspruch an uns selber, jetzt wo wir dann auch mit so einer kompletten Band auftreten, auch dann wirklich alles live zu machen. Ich kümmere mich so um die Synthesizer und sowas. Und Gitarrist. Backe ihn noch ein bisschen beim Gesang, das macht er aber auch ein bisschen, weil er spielt halt Gitarre. Er macht auch Synthesizer und singt. Und dann haben wir halt noch einen Bassisten, Timo Hein, und Schlagzeuger Niklas Land. Also wir benutzen einen Moog, das ist ein Synthesizer. Und die Geschichte war einfach so, dass ich eines morgens zur Schule gegangen bin und ich kam zu spät und mein Klassenkamerad hat zu mir gesagt, ja, ich sollte hier mit der Frau sowieso den Keller ausmisten. Und die hat dann den Auftrag gegeben, diesen komischen Holzkasten mit Klaviatur irgendwie in den Container werfen zu lassen. Woraufhin dann ein Klassenkamerad von mir gedacht hat, ja, der Martin, der macht ja Musik und so und bla, ich nehme das mal mit und tue das in die Klasse, vielleicht kann er was damit anfangen. Und dann kam ich und hat zu mir gesagt, guck mal hier, die wollten das wegschmeißen, vielleicht kannst du damit was anfangen. Ich hatte leider keine Ahnung, ich dachte, ja cool, Instrument, super. Dann kam Lukas um die Ecke, wollte halt 5 Minuten Pause ihn besuchen gehen. Wollte Hallo sagen und dann guckt er in den Klassenraum und ist fast aus den Socken gefallen. Wollte mich jetzt so animieren, schnell abzuhauen und das Ding mitzunehmen und sich so, ja, ist in Ordnung, der gehört jetzt uns und so. Und dann haben wir halt, also er wusste direkt, was es ist, ein Moog-Synthesizer und hatte damals schon einen Wert von 3.500 €. Ich hatte den zu der Zeit als Plugin. Ja. Es wird niemals besser. Nicht morgen und nicht gestern. Nicht gestern.